Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Wie ihr seht, zu meiner Linken ist Freddy und wir haben heute eine hybride Sendung. Wir haben auch sogar das Intro zweimal ablaufen lassen, weil ich beim ersten Mal festgestellt habe, huch, warum sind wir gar nicht online? Und das Problem haben wir jetzt gelöst. Ach, ich habe meine Tür wieder offen. Ich merke das, weil das spiegelt sich. Aber es ist angenehmer, wenn der Luftzug so ein bisschen geht und den Körper kühlt. Wir haben für euch eine hybride Sendung, weil Freddy relativ spät zugesagt hat. Er hat von mir eine Massage bekommen, dass er hier mitmacht. Er hat auch seinen Lufthansa-Hoodie an. Wir werden euch aber nicht sagen, was er hinten draufstehen hat. Vorne der Geier muss reichen als das Original. So, Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst, die Themen, die wir heute haben, gehe ich auch nochmal schnell mit euch durch. Und zwar war das erste Thema ein Thema, was mich schockiert hat. Und zwar eine Kundin von Frontier Airlines, ja, ich weiß, Billig-Airline in den USA, fühlt sich von der Fluggesellschaft betuppt, weil sie beim Handgepäckmessen benachteiligt wird. Dann geht es weiter mit dem Thema Asiana Airlines. Dort wird ein uniformierter Mitarbeiter am Notausgang positioniert. Wir erinnern uns, ein Passagier konnte kurz vor der Landung die Türe öffnen und die Rutsche auslösen. Das soll damit verhindert werden. Delta Airlines wird verklagt, weil ein Passagier, dem mal Drinks gegeben hat und alkoholisiert war, angefangen hat, an einer Mutter und der Tochter Hand anzulegen, will ich es mal nennen. Weiter, also nicht im Gewaltsinne, um es mal so zu sagen. Man muss ja bei YouTube immer aufpassen bei den ersten 5,5 Stunden, weil die schmeißen einen sonst raus, wenn man irgendwelche Wörter sagt. Dann, warum gibt es kein Suite-Upgrade in Hotels, obwohl sie Verfügbarkeit haben oder obwohl man dort das aufgrund des Status bekommen sollte? Wir haben einen Deal mit der Lufthansa Business Class von Oslo nach Bangkok und der ganze Preis mit 1.369 € ist äußerst schnuckelig. Und natürlich, was Freddy am meisten interessiert, wie bekomme ich 2000 Lufthansa-Meilen, ohne dafür was zu zahlen? Aber wir werden auch andere Themen besprechen, weil wir hatten diese Woche auch viele andere Themen. Wir erinnern uns, wahrscheinlich werden wir das im Rahmen der Delta besprechen, Aeroflot von 19 Flaschen Alkohol mal eben auf 25 Flaschen Alkohol aufgebaut. Dann haben wir schauen uns das Ganze an. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr davon haltet. So, Freddy, jetzt kannst du was sagen. Ich mache dich aber auf Vollbild. Ich gehe jetzt hier raus. Bis dann. Tschüss. Ich treffe euch bis morgen dann wieder. Ciao. Jetzt hat er Angst, er ist Vollbild. Du bist Vollbild, Freddy. Ach so, ja. Okay, alles klar. Ja, was soll ich hören? Ich dachte, das war wieder irgend so ein Teaser, irgendein Joke von dir. Nee, ich gucke mal dann so, wie die Leute reagieren. Nein, wir sind ja voller Dankbarkeit. Die Leute wollen ja mal den Spökes von uns haben. Ja. Deshalb geben wir den auch. Aber lass uns direkt mit diesem Frontier-Thema anfangen, weil das ist etwas, was mich relativ schockiert hat, weil ihr kennt ja alle diese Boxen und dieses Foto, da ist es, blende ich euch mal ein. Da gibt es diese Metallboxen, da kann man halt das Carry-On reintun und das Personal Item reintun. Finne hat die Regeln geändert von der Größe her. Die Größen bei Frontier sind übrigens auch relativ überschaubare 35 x 45 x 20 cm. Das ist die maximale Größe.
Das ist natürlich etwas problematisch. Und dann ging es weiter bei der Geschichte so, dass die in Florida zum Beispiel eine Passagierin die Fluggesellschaft halt verklagt hat, weil man bei Frontier, wenn man seine Tasche da reinschiebt, dass die nicht passt. Und jetzt kommt der Knüller, bei Spirit Airlines passt das rein. Und jetzt sagt ihr, ja gut, Spirit Airlines, andere Airline. Nein, Spirit hat dieselben Maße. Das heißt also rein theoretisch müssten die Sachen, die bei Spirit erlaubt sein, auch bei Frontier erlaubt sein. So, und das ist das Problem. Denn laut der Klage sind diese Messboxen oder Messgestelle oder was auch immer, wie man die Dinger nennen will. Und da gibt es auf YouTube ja übrigens geile Videos, wo ich mich schlapp gelacht habe, wo Leute versuchen, da alles ihre Sachen reinzuquetschen, dass das auch vom Maß her passt. Und wo einer gescheitert ist, das Ding wieder rauszukriegen und den Flug deshalb wahrscheinlich verpasst hat. Aber nichtsdestotrotz ist das so, dass das halt Beschiss ist, weil die Fluggesellschaft Frontier, und das weiß ich übrigens bei anderen Fluggesellschaften nicht, ob dem auch so ist, Kopfgeld haben auf die Leute, dass sie da Umsatz generieren. Und das ist halt das, was ich schwierig finde. Obwohl man beim Check-in war, der Check-in hat okay gesagt, ist das so, dass man bei Frontier trotzdem keine transparente Gebührenstruktur hat. Und man wird als Passagier halt nicht darauf hingewiesen, dass das so ist. Frontier selber hält natürlich die Fresse, um es mal ganz brutal zu sagen, weil sie natürlich sagen, oh, ich Gerichtsverfahren, ne? So, und jetzt 2 Dinge. Einmal könnt ihr jetzt, während Freddy dazu referiert, die Frage des Tages beantworten. Ich werde sie euch nochmal einblenden, wenn ich sie jetzt ad hoc finde. Und zwar, Frage des Tages, hat ihr den Messgestellen misstraut? Also ist das etwas, wo ihr sagt, nö, das ist tipptopp, da vertraue ich? Oder sagt ihr, nee, die Messgestelle sind scheiße und betrügen? Also ich hatte nie die Idee, dass so ein Messgestell betrügt. Und das Einzige, wo ich so ein bisschen Zweifel dran hatte, sind die Messgestelle, wo du halt die Maße kontrollierst, aber auch das Gewicht. Und da hat ja jemand zum Beispiel gesagt, da möchte ich mal gerne den Eichstempel sehen. Aber da muss man doch der Ehrlichkeit halber sagen, wenn an dem Messgestell draußen 9 oder 10 Kilo angezeigt werden, dann sind das wahrscheinlich auch irgendwo so in dem Bereich. Und wenn ihr wirklich dann eine geeichte Waage haben wollt, dann mal schnell zum Check-in wieder rennen. Die Wagen sind geeicht. Da gibt es keine Fragen. So, jetzt Freddy, übernehmen Sie bitte die Sendung und Sie sind jetzt solo. Bevor ich loslege, ich habe gerade gesehen, der Guido schreibt, Freddy ist so leise. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob man das irgendwo einstellen kann. Ich habe mal ein bisschen mehr deine Leistung erhöht. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser fusioniert. Alles klar, ja. Schauen wir mal. Oh ja, meine Stimme ist auch noch ein bisschen angeschlagen von gestern. Ja, also wenn dem auch tatsächlich so ist, dann ist das schon ein starkes Stück. Also du hast halt als Passagier irgendwann, kannst ja fast niemandem mehr trauen. Das ist ja wirklich grauenvoll. Und da muss es, ich meine, es gibt dann zwar hoffentlich dann eines Tages mal einheitliche Regeln, aber wenn, sag ich mal, auf dem Papier zwar beide Maße gleich sind, aber dann quasi in der Realität das anders gehandhabt und gewertet wird, dann halte ich das für höchst grenzwertig und da bin ich mir sicher oder könnt ihr mir gut vorstellen, dass dieser Klage eventuell stattgegeben wird, weil ich sehe das auch aus wettbewerbsrechtlichen Gründen einfach sehr, sehr kritisch. Und ich meine, ich nehme mal auch an, dass man damit dann auch ein bisschen Geld verdienen wird, ja. Und das sehe ich schon kritisch. Und da soll mir keiner sagen, ist halt eine Billig-Airline, musst du mit rechnen. Also wenn jemand was schreibt oder wenn auf dem Ticket oder in den AGBs XY steht, dann erwarte ich das auch. Und dann soll das auch bitte genauso ausgelegt werden und nicht überall anders interpretiert werden. Punkt. Ich darf wieder dazukommen, dann komme ich dazu. Ja, das ist halt das Thema, also dass das dann eher in den Bereich des Betrugs geht und nicht in dem Bereich anzusiedeln ist, wo es um Folklore geht, weil da geht es wirklich darum, Passagiere abzuzocken. Wir wissen ja selber, was bei Frontier oder bei Ryanair oder bei anderen Fluggesellschaften teilweise Gepäck eingecheckt kostet, wenn man es nicht vorher anmeldet. Da reden wir über
wirklich über mehr Geld, als der Flug gekostet hat. Und das ist natürlich dann in der Tat äußerst ungünstig und fast schon kackendreist und frech, um es mal so zu sagen. Da bin ich mal wirklich gespannt auf eure Nachrichten und was ihr davon haltet. Dann haben wir das zweite Thema, und zwar, das ist Asiana platziert uniformierte Mitarbeiter, oder ich sollte lieber sagen uniformierte Mitarbeiter am Notausgang. Und zwar da handelt es sich ja um die Geschichte des Fliegers von Asiana, wo ein Passagier die Tür, das war glaube ich die Zweiertür, ne? Die 2L, glaube ich, die er aufgemacht hatte. Genau, auf dem 321 war es, glaube ich, ne? Ja, genau. Und da ist die Rutsche dann quasi direkt hinter der Flügelwurzel rausgeknattert. Das ist natürlich etwas, was relativ uncool ist. Und da muss man dann natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, das ist sicherheitsrelevant, wenn man da einen Passagier hat. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, wie oft passiert das? Und die andere Sache ist das jetzt so ein Drama? Aber Asiana hat jetzt halt reagiert und Asiana hat jetzt da uniformierte Mitarbeiter hingesetzt, aber nicht unbedingt von Asiana selber Mitarbeiter, sondern alle, die so uniformiert sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das wie bei der Bahn so funktioniert, wenn man bei der Bahn als Bundeswehrsoldat, als Polizist, Feuerwehr, glaube ich, geht auch, ne? Dann kann man kostenlos fahren und so ist es auch bei denen, dass sie bei dem Flugzeug jetzt gucken, dass sie da wirklich Leute hinsetzen, die uniformiert sind. Heißt also Militär, Polizei, Feuerwehr und so weiter, um da dann den Leuten Angst einzujagen, dass sie da jemanden haben, der im Zweifelsfall aufs Met gibt. Ja, was hältst du von der Lösung? Und wie oft hast du einen Polizisten in Uniform an Bord? Also, kurz off-topic. Ich habe jetzt mal hier gerade bei mir in die Story gepostet. Mal gucken, ob ich ein paar Leute aus meiner Followerschaft heute in deine Sendung kriege, damit du natürlich noch mehr Likes bekommst. Damit wir endlich mal die 1000 Live-Zuschauer knacken, ne? Beschrappen da ja, gut, das bezweifle ich. Aber ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, du hast es gerade angesprochen. Die Frage ist, wie oft kommt sowas vor? Und diese Frage wurde auch nach dem Germanwings-Unfall gestellt. Da ging es nämlich darum, mit dem Vier-Augen-Prinzip im Cockpit. Denn kurz nach dem Absturz wurde das ja auch flächendeckend in der Gruppe eingeführt und gar nicht mal so viel später wurde das dann wieder aufgelöst und da gab es dann auch die Diskussion und die Frage und Lufthansa-seitig hatte man gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas nochmal passieren würde, ist so gering, dass man da keine Notwendigkeit drin sieht, dies aufrechtzuerhalten. So, das ist halt auch so ein bisschen Airline-Kultur, jede Airline handhabt das anders. In diesem speziellen Fall sehe ich das ähnlich. Wie oft kommt es vor, dass da einer sitzt, der dann diese Tür aufreißt? Habe ich jetzt noch nicht so häufig gehört. Und dann extra dann Mitarbeiter hinzusetzen, weiß ich nicht. Das dann so zu pauschalisieren und schwierig. Ja, das Schwierige an dieser Stelle ist in der Tat, also die Relationen einfach. Nur weil einer, ich sag jetzt mal, durch eine Tempo-30-Zone mit 100 kachelt, heißt das ja nicht, dass das ein tägliches oder ein wöchentliches oder ein monatliches Phänomen ist. Und das ist halt einfach das Thema, wenn du halt einen Idioten hast. Aber nun gut, man hat es adressiert. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute sie in Uniform sehen. Ich selber bin ja damals auch Anfang der 90er, als ich noch bei Y-Reisen Veranstaltungen teilgenommen habe, als Wehrpflichtiger bin ich auch in Uniform geflogen, aber ich bin in Uniform eher aus Verzweiflung geflogen, weil ich keine Zeit hatte, mich umzuziehen, um den Flug einfach noch zu kriegen. Hätte ich Zeit gehabt, mich umzuziehen, wäre ich auch nicht in Uniform geflogen. Allerdings hat das einen exogenen Nebeneffekt. Ich bin so oft im Cockpit mitgeflogen wie noch nie in meinem Leben mit meiner Bundeswehruniform. Also insofern hat alles Vor- und Nachteile. Ja, heute müsste ich quasi, wenn es ein 321er ist, an der Zweiertür sitzen, wie so ein Behindi. Aber nun gut, so ist das. Wir haben ein Thema. Da ist Freddy der richtige Ansprechpartner, weil er sagt ja noch seine Stimme von gestern. Und zwar geht das hier um Delta Airlines. Die werden verklagt von einer
Mutter und Tochter, die haben lustigerweise auf einem Flug von New York nach Athen haben die ein unangenehmes Event gehabt, weil der Kollege, der neben ihnen saß, 10 Wodkas und ein Glas Wein bekommen hat. Gut, der Flug JFK Athen, wie lang ist der? Wie lang ist Frankfurt JFK? 6 Stunden irgendwas? Ja, 7, 8, so je nachdem. 7, 8. Dann wären das also 9,5, 10 oder sowas. So, und daraufhin ist das so gewesen, dass die gesagt haben, die sollen keinen Alkohol mehr ausschütten. Die haben das aber weiter gemacht. Dann sind sie aber von dem noch belästigt worden, auch an Stellen angefasst worden, die man eigentlich nur für Leuten vorbehalten möchte, die man näher kennen möchte. Und dann ist die Frage, die Tochter, die 16 Jahre alt war, haben beide jeweils 5.000 Sky Miles als Kompensation angeboten gekriegt. Das muss man ja sich mal auch vor Augen halten. Das heißt also, die Cabin Crew versagt, bei einem Passagier, der intoxicated, also der alkoholisiert ist, zu reagieren, den auf Rot zu setzen oder auf Gelb. Ich weiß nicht, habt ihr bei Lufthansa auch das System Rot, Gelb, Grün? So ähnlich, ja. Ja, weil bei Emirates zum Beispiel, da weiß ich, da geht einer rein, die Gelle sagt, du Sitzplatz 5 Alpha, der ist jetzt gelb. Dann wird der Alkohol langsamer rausgetragen. Also wenn er bestellt, dann... Ja, der wird dann verwarnt bei uns, genau. Ja, bei dem wird es einfach nur langsamer ausgeschüttet. Bei Rot wird einfach direkt gesagt, kriegst nichts mehr, Fresse halten. Also das ist einfach, also da wird auch nicht großartig verbal, man versucht ihm dann noch Wasser mitzubringen und so weiter und so fort. Also solche Sachen werden dann gemacht und bei Emirates ist das relativ schnell, relativ harmlos. Und bevor die dann auch das große Papier rausholen, was es ja auch gibt bei der Hansa, das ist dann quasi eine... Ja, wie ist denn das auf dem Papier? Was steht eigentlich auf dem Zettel drauf? Das sind dann so Standard-Wischformulare, dass es halt eine offizielle quasi Verwarnung ist oder Ermahnung ist. Muss halt vom Kapitän ausgesprochen werden und dass bei dem nächsten Vergehen halt der Ausschluss droht und so Sachen wie Kosten müssen dann übernommen werden und solche Sachen sind das. Ja, das sind solche Sachen, aber auf jeden Fall, er hat obszöne Gesten gemacht, hat rumgeschrien und so weiter und im Englischen heißt es, he moved from creeping on the teen to touching up the mum. So ist das und ja, das sind dann halt so Themen, wo man sagt, das geht gar nicht und da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, ob man das jetzt für $2 Millionen verklagt, aber Amerika ist halt immer so ein kontrastreiches Land. Auf der einen Seite wollen sie heißen Kaffee haben, auf der anderen Seite wollen sie eine Klage machen, wenn der Kaffee zu heiß war, weil sie zu blöd waren, sich den Kaffee in der Hand zu halten. Und Delta hat aber gesagt, Zero Tolerance for customers who engage in inappropriate and unlawful behavior. Ja, nur... ich weiß nicht, bei der Lufthansa steht ja die Company hinter den Flugbegleitern. Also das ist ja, also wenn was ist, dann steht Lufthansa da und sagt, hier, ist nicht. Und es gibt Fluggesellschaften, und das ist Emirates dann auch wieder zu nennen leider, da ist das dann relativ schwierig mit dem Durchhalten. Ja. Ne? Ja. Also es gibt einfach so Sachen, da ist man ist ja als Crew schon angehalten, so immer im Sinne des Passagiers zu handeln und zu agieren und dann nochmal mit ihm zu sprechen oder ihr dann halt, um immer eine gute Lösung zu finden. Es gibt aber auch so gewisse Sachen, da gibt es einfach eine Null-Toleranz-Grenze. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel so einen angesprochenen Fall haben, da kann man dann nicht mehr sagen, ja, das nächste Mal aber bitte unterlassen. Wenn man auf dem Boden ist, dann gibt es eigentlich nur noch eine Richtung und das ist nämlich aus der Tür hinaus. Ja? Also das ist einfach völlig inakzeptabel und da gibt es auch keinen Kapitän oder 99 von 100 Kapitänen so würden sich auch nicht dagegen stellen und stellen sich auch hinter der Crew. Zumindest Lufthansa-seitig ist es definitiv so. Ja, vor allem der Kapitän stellt sich ja grundsätzlich hinter der Crew, weil ich meine, man muss ja der Ehrlichkeit halber sagen, der Kapitän muss sich auf seine Crew verlassen, wobei man schon teilweise natürlich Cabin Crew auf Powertrips erlebt hat, aber was willst du machen? Du warst nicht dabei und dann bist du halt, ich meine, der Kapitän kann an Bord Hochzeiten schließen, der kann Leute, also im Prinzip ist er ja Gott
Also quasi, Ja. so weißt du, was ich meine. Und er hat da, ehrlicherweise, die haben ja im Cockpit auch gar keinen Bock auf so einen Quatsch. Was, ich muss Nee. raus? Nee, mach mal, ich will nicht raus. Oder wenn du einen Kapitän hast, so teilweise so Ältere, die fragen erstmal so ein FO, ob der noch ein bisschen Adventure haben möchte und auf er rausgeht und da noch nicht gelernt hat, dass man das nicht macht. Da gibt es ja die drolligsten Diskussionen bei solchen Situationen. Und dann so, ist das wirklich so schlimm? Ja. Ja. Scheiße. Ja, also wir machen uns da jetzt so ein bisschen lustig oder so, aber das sind halt so die Erfahrungen, die man hat, und man möchte halt mit Passagieren da nicht wirklich was haben. Aber Emirates zum Beispiel hat das große Glück bei den 380ern, die sehen alles in der Kamera. Da ruft jemand an und sagt, du, guck mal auf Sitzplatz so, und dann macht er die Kamera an. Die haben vorne Kamera, die haben hinten in der Cabin Kamera, teilweise haben sie noch eine dritte Kamera, und dann gucken die sich das live an, und wenn da Randale ist, dann steht der auf und dann gibt Fresse. Wobei es gibt auch Situationen, wo die nicht aus dem Cockpit kommen, wenn da zu viel Gewalt ist anscheinend. Ne? Ja, genau, richtig. Dann ist die Cockpit-Tür zu. Dann darf in dieser Zeit die Cockpit-Tür nicht geöffnet werden. Ja, das ist halt so. Aber gut, dann haben wir das besprochen. Ihr könnt euch natürlich da unten gerne nochmal dazu melden. So, dann gibt es ein Thema, was bei uns auch öfters bei Frequent Traveler Circle unsere Kunden fragen, hey, ich habe einen Diamond-Status bei Hilton, ich habe den Status, ein Titanium oder sogar ein Ambassador bei Marriott, warum bekomme ich kein Upgrade? Und das ist ein Riesenproblem geworden, weil die Leute natürlich mit der App schauen, das Zimmer ist frei und laut Regularien kriege ich das Upgrade. Und die Gründe dafür sind mannigfaltig. Ich habe mich mit einem GM unterhalten von einem Property, und der sagt, weißt du, was das kostet, eine Suite, die 150 Quadratmeter groß ist, zu heizen im Winter? Das heißt also, wenn ein Gast kommt und da muss die Klimaanlage angemacht werden und der zahlt nicht. Das heißt also, Energiekosten sind mittlerweile riesen Kostenblöcke. Und das andere ist, und das ist halt etwas, was ich auch nicht wusste, das ist in den USA jetzt so, und wer zum Beispiel nach Vancouver möchte, in Vancouver streiken gerade die Leute vom Reinigungsteams. Es ist so, dass dort nicht mehr pro Zimmer gezahlt wird, was die sauber machen, sondern pro Quadratmeter. So, das heißt also, dass die Suite, die dann 80, 90, 100 Quadratmeter hat, die zu putzen, das heißt, dass die dann an dem Tag fast aufhören können zu arbeiten. Ist jetzt übertrieben formuliert, aber anstatt der Suite können die 4 Zimmer putzen. So, und das ist der Grund, warum man diese Upgrades nicht bekommt. Oder dann die andere Geschichte ist, die machen dann Spielchen. Bei einigen Programmen heißt es ja nur noch die Standard-Suiten. Aber was ist eine Standard-Suite? Und das ist ja auch das Thema, wie es mit Freinächten gemacht wird. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade wieder geschaut, in den USA, ich wollte Zimmer buchen auf Punkte, weil die Punkte bei mir sauer werden und verfallen nicht, keine Angst, ich brauche es nicht zu verschenken, bevor hier Anfragen kommen und mir erzählt, wie schlimm euer Leben ist. Hast du schon Hoffnung gemacht? Ja, ich hab die Zuckung bei dir im Gesicht gesehen, ich habe dann gedacht, direkt Disclaimer. Und dann muss man halt... Das ist auch gut so. Deshalb, aber du übernachtest ja teilweise in Hotels, in denen ich so nicht übernachten würde. Deshalb muss man halt immer gucken, ob das Standardzimmer verfügbar ist. Weil wenn zum Beispiel bei Hyatt heißt es, solange ein Standardzimmer verfügbar ist, kann man das auf Punkte buchen. Aber jetzt gibt es bei den Zimmern dann solche Sachen, wo die dann sagen, ja, High Floor. Aber was ist denn High Floor? Das Hotel hat 2 Etagen. Are you kidding me? Das sind so Villas. Ja, aber das ist ein Standardzimmer. Nein, das ist High Floor. Also das heißt, da werden Spiele mitgemacht. Und das ist halt das Riesendilemma. Und deshalb müssen wir ein bisschen vielleicht nachsichtiger sein, dass wir da sagen, das hat auch Geld zur Folge, wenn die uns ein größeres Zimmer geben. Ich habe zum Beispiel bei einem Marriott Hotel in den USA, habe ich die ersten 5 Nächte auf einem größeren Zimmer habe ich bezahlt mit Cash und habe dann die nächsten 5 Nächte, weil das die einzige Verfügbarkeit war, mit einem kleineren Zimmer
bepunktet. Und bei Marriott geht die Punkteanzahl ja nach Preis. So. Und das Zimmer war pro Nacht $40, wäre es billiger gewesen. Als ich bezahlen musste, habe ich das größere Zimmer genommen. So, und da habe ich im Hotel angerufen und habe gefragt, wie machen wir das? Ja, nee, das können wir nicht machen. Ich so, ja, was kostet das extra? Jetzt wird man intern fragen, wie viel Euro sie mir, oder Dollar in dem Fall, sie mir aus der Tasche zuppern. Aber wenn man halt weiß, dass das Ganze natürlich auch mit Reinigungskosten und so weiter zu tun hat, ist das natürlich spannend. Aber ich werde da über 10 Tage in dem Hotel übernachten. Deshalb sind die Reinigungskosten am Ende des Tages egal. Aber trotzdem, ich muss ehrlicherweise sagen, ich meine, das wird doch in dem Programm angeboten und dann finde ich schon, wenn es angeboten wird und auch beworben wird, dann fände ich schon unabhängig vom Preis, ob die Reinigung dann jetzt mehr kostet, weil dann nach Quadratmetern abgerechnet wird, ist mir als Gast relativ doch dann Wurst, ja, wenn es da steht und damit bepriesen wird und ich damit gelockt werde und das Teil dieses Programms ist und dieses Zimmer frei ist, dann würde ich das gerne in Anspruch nehmen. Wenn das am Ende des Tages zu teuer ist oder sich nicht lohnt, ja, dann kann man das ja rausnehmen, aber das sollte eigentlich nicht das Problem des Gastes am Ende des Tages sein, so sehe ich das zumindest. Nee, das sollte es nicht, weil es einfach ein Markenversprechen ist und das ist halt Loyalität und ich bin halt Lifetime Titanium. Das ist so quasi wie lebenslanger Horn, nur ein Tucken schlechter. Damit es jeder verstanden hat. Und also in dem Fall bin ich dann kurz vor Gott, quasi so wie der Kapitän im Flugzeug. Wo sind deine Streifen? Ich habe 5, mein Freund, 5 und ich trage Orange. Kleiner Insider. So. Nein, also wie gesagt, das sind die Gründe dafür und man sollte da dann vielleicht ein Verständnis für haben. Freddy sagt, man sollte keins dafür haben. Ich glaube, man sollte leben und leben lassen. Wenn es um eine Nacht geht, dann hätte ich da Freddys Position. Aber wenn man 10 Tage übernachtet und dann eventuell nach 5 Nächten in ein kleineres Zimmer umziehen muss, dann kostet es ja sogar mehr, weil man das große Zimmer wieder reinigen muss und dann noch das kleine Zimmer reinigen muss. Aber gut, wer bin ich? Ich bin Schuhfachverkäuferin, Gelernter und da kann ich dann nichts mehr zu sagen. Kann ja schlecht mitreden. Ich habe gar nicht das Privileg, mich über sowas aufregen zu dürfen. Ich bin ja hier der Hon in der Diskussion. Ich bin hier der Lifetime Titanium. Ich bin hier quasi der Statushengst. Richtig. Genau. Sven, bitte aufschreiben auf die Liste für T-Shirt-Sprüche Statushengst. Danke. So, jetzt haben wir das Thema, worauf alle warten. Wie kann ich 2000 Punkte bekommen, ohne dass ich mich dafür finanziell exponieren muss oder wegen Armut nicht mehr fliegen kann? So, diese 2000 kostenlosen Miles and More Meilen gibt es bis zum 30.09.2023, wenn man einen Termin zum Beratungsgespräch vereinbart bei den Freunden von Ergo. Das Beratungsgespräch muss durchgeführt werden bis zum 31.10. und bei Bedarf Versicherung abschließen. Heißt also, man muss nur zuhören. Man muss das nicht abschließen. Und wichtig ist auch, die Meilengutschrift erfolgt spätestens 6 Wochen nach Durchführung. Also, wer bei Ergo sich ein Ohr abkauen will, der kann das gerne tun. Aber denkt dran, wie teuer ist eure Arbeitszeit? Es gibt übrigens einen kleinen Trick. Vielleicht macht ihr das telefonisch. Ich sage es ja nur. Da spricht der Experte. Ich sage es nur, wenn man aus dem Urlaub am Strand ist. Das ist die Möglichkeit. Ja, hallo, ja, ich sitze hier gerade am Strand in, Warnemünde, ja, ich hätte gern die Versicherung, ja, können Sie mir das zuschicken, wunderbar. Meilengutschrift kommt, ja, wunderbar, ja, dann sind wir auch schon durch und ich würde mir das nochmal angucken, danke, tschüss. Siehst du, 3 Minuten gelabert, inklusive Warten, schon hast du die Punkte, fertig aus, Mickey Maus. So geht das. Sven hat natürlich Status Stute auch noch geschrieben, weil wir müssen das ja gendern. Ach ja, stimmt, da war ja was.
So, jetzt haben wir noch einen Deal, so ein Deal aus dem Bereich Dealzone Deals. Den gebe ich euch auch auf die Augen. Zack, und da seht ihr das auch. Das ist eine coole Funktion. Wir sind sogar beide im Bild, Freddy. Das ist ja richtig geil. Das wusste ich gar nicht. Wahnsinn, ist ja der Wahnsinn. Geil. Also ich erlebe bei der Weichware immer wieder neue Sachen. Und zwar handelt es sich hier um ein Deal aus Oslo nach München, nach Bangkok, nach München, nach Oslo mit der deutschen Lufthansa AG zum Preis von augenfreundlichen 1.369 Euronen. Und was das ganz Wichtige an der Stelle ist natürlich Buchungsklasse P wie Paula, und Vorausbuchungsfrist, die wir haben dafür, ist auch überschaubar, und zwar wichtig ist aber 6 Tage Mindestaufenthalt. Und natürlich, Ticket ist nicht refundierbar, umbuchbar, nur gegen Ticket-Change. Ups, da habe ich ja wieder das falsche Bild, so haben wir es richtig. Nur weil ich die Uhrzeit eingetragen hatte, das ist doch alles wieder nicht normal. So. Wo ist der Haken? Das ist ja ein sensationeller Preis. Wo ist der Haken? Ich weiß es nicht. Also ich zum Beispiel für September oder sowas, fliegt der 380er nicht im September schon nach Dings? Das weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Bangkok. Aber der sollte ja nach Bangkok fliegen. Also erst nach, glaube ich, LA und dann Bangkok, meine ich, oder? Ja, und die haben halt 98 Sitzplätze in der Business Class. Das ist natürlich scheiße viel voll zu machen, ne? Also das ist auf jeden Fall ein echter Schnapper. Also ich musste selber mal nach Bangkok ein paar Mal und da hatte ich ein paar Preise gesehen. Also das ist schon heftig. Also da ist das, kann man machen. So, und bevor man das machen kann, gehen wir natürlich hier, warte, ich lege uns mal da oben hin. Haben wir natürlich auch, wie viel Meilen es in P gibt. Bei Air China gibt es 20.232, 15.714 bei Singapur und Copa gibt es 12.574. Bei Thai, bei United, bei LATAM, Lufthansa gibt es noch 12.436, Scandinavian gibt nur 12.436, weil nämlich Miles & More gibt 25% Executive Bonus, noch dieses Jahr. Air Canada 11.000 paar kaputte, 8.800 Miles bei Air All Nippon, Cathay auch 1.638, und dann kommen die ganzen Nuller, das wäre dann in dem Fall Äthiopien, Air New Zealand, Aegean, Turkish, Asiana und natürlich South African und Alpha Airlines. So, jetzt kann ich wieder auf den Hauptschirm gehen, da bin ich, und dann kommt Freddy links daneben. So, wunderbar, wenn alles funktioniert. Ja, dann haben wir das doch wunderbar gelöst, und ja, das ist doch wunderbar. Dann lass uns noch mal schauen, welche Themen wir von der Woche uns annehmen wollen. Und zwar eine Geschichte, die wir ja auch letzte Woche hatten, ist diese Hitzestau-Geschichte. Ich weiß nicht, warum das immer wieder passiert. Also das ist etwas, was ein Riesenproblem ist. Also auch wieder in München. Und dann gab es ja diese Woche nochmal Hitzestau in einem Flieger. Das ist ja schon fast hochnotpeinlich, was da passiert. Hast du dazu neue Erkenntnisse? Tatsächlich nicht. Also mein Unverständnis ist weiterhin da, und ich kann es, um ehrlich zu sein, nicht verstehen. Jetzt kenne ich die Umstände jetzt von der neuen Situation, von dem neuen Umstand nicht. Allerdings bleibt die Meinung dieselbe, wenn du an der Parkposition bist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bist du irgendwie angeschlossen, hast die APU am Laufen, kannst die Klima laufen lassen. Es gibt aber Flughäfen, die die Benutzung der APU nicht möchten oder das untersagen, gibt es tatsächlich auch. Also diese unnötige Verwendung der APU, ne, Umweltmaßnahmen. Andernfalls, wenn du weißt, du hast einen Slot, der weiß ich nicht wie lange geht, dass du dann sagst, nach Absprache mit dem Kapitän, dass du vielleicht eine Tür öffnest zum Lüften, die muss dann bewacht sein. Also das sind alles Dinge, die möglich sind. Und wenn es wirklich so heiß wird, dass es schon unaushaltbar ist oder gesundheitliche Schäden zur Folge haben könnte, dann muss dieser Flug einfach abgesagt werden oder eine Ersatzmaschine bereitgestellt werden, wenn zum Beispiel die Klimaanlage nicht funktioniert oder whatever. Also deswegen habe ich da kaum Verständnis für. Ja, das ist in der Tat ein Riesenproblem. Ich hoffe, dass die Fluggesellschaften das in den Griff kriegen. Ein Thema, was mich auch beschäftigt hat, das war das Thema
KFC bei British Airways. Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist nicht richtig. Ne? Aber das passt wieder perfekt zu meinen britischen Freunden. Ja? Ich habe ja einen britischen Nachnamen. Ja. Ja. Ich dachte, du heißt immer Frederik Meissner und hast mal bei Glücksrad gemacht. Das auch natürlich. Ich habe ein Doppelleben. Okay. Ja, aber KFC, also ich meine, jetzt mal unter uns, wäre das bei Lufthansa möglich? Also würde man bei Lufthansa das überhaupt in Never. Erwägung ziehen, dass man da beim KFC eben des Vertrauens vorbeigeht? Also Achtung, Humor, jetzt bitte mit Humor nehmen und Satire. Das wäre bei Lufthansa wahrscheinlich ein Kündigungsgrund, wenn du schon alleine diese Idee auf den Tisch legen würdest, ja. Klammer zu, Satire und Humor beendet, ja. Disclaimer, so. Also, ich weiß nicht, also ganz ehrlich, das kann nicht der Anspruch sein, wenn du Business fliegst oder selbst auch nicht in der Echo, dass du da auf einmal da. Was kommt denn als nächstes? Kriegst du so eine Push-Notification, bitte besorgen Sie sich beim Bäcker ihre eigenen Brötchen, ja, und die Abrechnung können Sie dann bei uns einreichen, oder was? Also, was ist das denn? Ja, Ja. ja, also ich bin halt gespalten. Also wenn die Fluggesellschaft vorher gesagt hat, hey Freunde der gepflegten Gastlichkeit, wir haben da ein Problem, wer möchte, kann sich noch bei Mackie oder sonst was vor Ort, wobei der Flug ist ja also der ist ja quasi, ich weiß gar nicht mehr, wie er geflogen ist, also auf jeden Fall Karibik irgendwie, 2 Stopps gemacht und dann nach London rüber. Ob ich dann so cool gewesen wäre, aber hey, ist wie es ist. Vielleicht gibt, also ich sage mal, ich bin ein Freund der Kommunikation, wie du es gesagt hast, wenn die Leute rechtzeitig informiert werden und dann wird gesagt, keine Ahnung, aus Grund XY haben wir für den heutigen Flug kein Catering dabei oder wir können euch da nichts anbieten. Es gibt 2 Möglichkeiten, ihr versorgt euch selber, könnt es irgendwie einreichen oder ihr bekommt Meilen dafür. Im Gegenzug könnt ihr dann mitfliegen oder ihr werdet, na gut, abgegradet, geht dann nicht bei dieser Anzahl. Möglichkeit Nummer 2 ist, ihr werdet kostenlos umgebucht auf einen anderen Flug und Hotelkosten und alles erstatten wir euch. So, das wären die einzigen 2 Optionen, die für mich dann in Frage kämen. Und dann kann man ja entscheiden, ob es so dringend ist, dass man zurück muss oder irgendwo hin muss, dass man sagt, okay, diesen Pain nehme ich in Kauf. Oder dass man sagt, gut, dann bleibe ich halt noch eine Nacht länger da an meinem Zielort oder wo auch immer. Zumal es ja bezahlt wird, also das muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen. Genau. Da wird ja dann quasi gezahlt und damit ist das Thema ja dann auch relativ schnell gegessen. Genau. Dann haben wir noch ein Thema, wo ich deine Meinung zu haben wollte, und zwar der FO auf dem Flug musste landen, weil der Kapitän ausgefallen ist. Ich hatte ja gesagt, dass das nicht so dramatisch ist. Also das ist schon dramatisch, aber für die Sicherheit ist es undramatisch. Was sagst du dazu als Fachkraft an Bord im Bereich des Service und der Security? Das hast du schön formuliert. Wir sollten mal bei der IHK irgendwie so immer einreichen, sondern wir machen daraus jetzt einen neuen Ausbildungspunkt. Fachmann für, wer ist das gesagt? Service und Security. Service und Security. Ja, das ist gut. Ja, du hast es in deiner Sendung schon angesprochen, so viel zum Thema Einmann-Cockpit, ja. Gute Nacht. Dass der FO landen musste. Du hattest, glaube ich, gesagt, das war noch ein ganz frischer, gerade irgendwie seine Checkflüge durchgehabt. Also sicherheitsrelevant, also der hat seine Checkflüge durch, der ist ausgecheckt, also da gibt es gar keine Einwände und auch gar kein Risiko. Und am Ende des Tages ist ja dann auch sein Job, der hat das dann offenbar auch echt sauber und gut gemacht. Ne? Das muss man noch erst machen als junger FO, dann, wenn dein Kapitän da gerade incapacitated ist. Da kommt ja dann das Fachliche hat der FO drauf, aber die Psyche kommt hinzu. Ja? Wenn du gerade im Landeanflug bist oder ich weiß nicht, wo genau der dann incapacitated wurde und dann auf einmal dein FO zusammenbricht und du bist noch ganz jung und hast diese Abläufe nicht so intus wie jemand, und das ist einfach so, wenn du 10, 15, 20 Jahre fliegst, hast du Automatismen drin, die du nicht als Frischer drin hast, wenn du gerade aus der Flugschule und aus dem Line-Training kommst, ja. Und das gebührt auf jeden Fall Respekt, wenn er das so sauber gemacht hat. Und auch die Cabin Crew, da gibt es dann feste Verfahren, wie zu verfahren ist. Von daher sicherheitsrelevant ist da zum Glück nichts. Ja, also das Problem, was er hat, sind ja 2 Dinge. Einmal die Psyche, wie du gesagt hast, aber auch der Workload wird relativ hart für ihn. Genau.
Und das ist halt das Thema. Normalerweise hast du ja einer spricht, einer fliegt. Und da ist es halt dann so in dem Fall, wenn du sprechen und fliegen musst, es ist jetzt, das hat er gemacht. Der ist ja oft genug solo geflogen, auf kleineren Maschinen bei der Ausbildung, habe ich alles auch gemacht. Alles kein Thema, es ist zu überleben, aber es ist halt, wenn du halt einen Condensed Airspace hast und dann mit der psychologischen Belastung dahinter, das ist dann ein ganz anderer Schnack und da muss man halt dann Respekt zollen und und was du sagst, man hat die Handgriffe nicht drauf. Nach Covid hatten die Piloten auch die Handgriffe nicht mehr drauf, weil ich meine, das ist ja so, wenn du jetzt Auto fährst und du bist 5 Jahre nicht gefahren, dann hast du ja auch auf einmal nicht mehr auf Kette, wie das Radio anmachst. Also das ist ja banal. Also Ja, ja, klar, 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 sicher. Ich sag mal so, wenn du da Normal Ops hast, eine normale Landung, du hast gute Bedingungen, dann alles wunderbar. Aber es können innerhalb kürzester Zeit ganz unerwartete Dinge passieren. Keine Ahnung, der Tower, auch wenn du eine Emergency hast, kann es trotzdem sein, dass der Tower dir die Anweisung gibt, einen Go-Around zu fliegen, also durchzustarten, weil vielleicht die Bahn noch blockiert ist. Da kann der Kapitän noch so incapacitated sein, wenn die Bahn blockiert ist, kannst du nicht landen, ja. Und da gibt es dann Verfahren, die sind zwar auch standardisiert, die machst du aber nicht jeden Tag. Und da haben wir dann den Punkt, den du angesprochen hast mit dem Workload, weil da kommen dann nochmal Sachen hinzu, die du in dieser Normal Ops nicht hast, ja. Und deswegen ist ein Zweimann-Cockpit essentiell. Und was viele gar nicht wissen, es gibt viele Airlines, da ist es so, dass es ein festes Procedure gibt, je nachdem, wo der zweite Pilot dann, wer auch immer, incapacitated wird, dass dann einer, das ist dann fest vorgeschrieben, welcher Crewmember das sein wird, tatsächlich in gewissen Situationen vorne hilft. So, Disclaimer, natürlich fliegt er nicht oder sie drückt auch keine Knöpfe. Es geht sich nur ums Checkliste ablesen, also dem Zuarbeiten oder was anreichen. Mehr ist es nicht, was aber in gewissen Situationen total hilfreich sein kann. du weißt aber die Notfrequenz im Flieger, die du einrasten musst und du weißt, wie so eine Notfrequenz einrastest und wie du sprichst. Das weißt du, oder? Ja, es gibt so gewisse Standardsachen, die werden dir im Training zum Beispiel vermittelt. Dir wird zum Beispiel auch vermittelt und beigebracht, wie du ganz standardgemäß Triebwerke ausmachst. Ja? Jetzt wird der normale Passagier oder der normale Mensch sagen, für was brauchst du das? Es sind banale Sachen. Du kannst eine Landung haben und danach ist aus irgendeinem Grund, sind die beiden vorne nicht ansprechbar, incapacitated und du willst dieses Flugzeug evakuieren oder musst es evakuieren. Wenn du dann vorne zum Beispiel die Türen aufmachst und die Leute rausrutschen lässt und die Triebwerke sind noch an, auch wenn sie im Leerlauf sind, ist es höchst gefährlich und deswegen musst du wissen, wie du in einer Notsituation ganz einfach die beiden Triebwerke direkt kappst und ausmachst. So, diese Standardsachen werden einem beigebracht, auch als Flugbegleiter. Also bei den meisten Airlines, nicht bei allen, aber bei den meisten. Dann die andere Frage ist, kennst du die Notfrequenz auswendig? Was hat 121 Schlag mich tot oder was? 121,5. Es gibt immer nur 5er Rasterung. Und beim Militär sind es 243 MHz, nur so als Ding. Und ansonsten kannst du auch die Militärflughäfen noch auf jeden Fall auch nochmal anrasten. Aber nun gut, das nur dazu. Damit haben wir festgestellt, alles sicher, alles safe und kein Ein-Mann-Cockpit, Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst. Und jetzt hatten wir nochmal einen Incident und zwar SpiceJet. Da ist der Name wohl Programm. Da ist wohl. Geil. Das ist eine gute Marketingmaßnahme. Der Name ist Programm. Ja, ist auch so. Bei uns, Ja. bei uns ist es extra kross. Da fing beim Betanken die Dash oder die Crash 8, wie sie so schön heißt, an zu fackeln. Ne? Also, ja. Krass, das waren krasse Bilder. Ja, das waren ja auch krasse Bilder, zum Beispiel von der Air Canada-Maschine, die da in Toronto oder wo das war, am Fackeln war. Und da kriegt man halt nochmal vor Augen geführt, warum man sich nicht anschnallen soll, wenn das gemacht wird. Und warum die Cabin Crew auf Fire Station ist und High Alerted ist. Und warum permanent durchgesagt wird, wir werden betankt. Weil halt immer was passieren kann. Die Wahrscheinlichkeit ist Gott sei Dank gering. Aber wir haben ja selbst Tankstellen von Autos
explodieren sehen. Passiert halt einmal, weiß nicht, einmal im Jahr oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und die Sicherheitsstandards sind sehr hoch. Nur das Problem beim Betanken ist, wenn da irgendwas passiert oder irgendwas mit dem Sprit ist und das ist halt, dann hast du richtig Party im wahrsten Sinne des Wortes. Und das möchte keiner und deswegen gibt es ja auch feste Verfahren. Und bei den meisten Flughäfen ist auch das Standardverfahren, dass die Flughafenfeuerwehr informiert sein muss und sogar mit vor Ort sein muss, um direkt eingreifen zu können. Ist nicht bei allen Flughäfen so. Deswegen, aber ich glaube, in dem Fall ging es, glaube ich, nochmal recht glimpflich aus, glaube ich, den Umständen entsprechend, oder? Ja, die war nur leicht geröstet und insofern war alles okay, aber da bekommt halt dieser Spruch Hermann Löns, die Heide brennt, eine andere Bedeutung. Da hatte ich einen Ohrwurm von. Da gibt es ein Lied zu. Genau, das ist die Torhymne vom SC Paderborn. Von denen, okay. Ja. Ja, das ist so. Wenn du bei den Heiducken warst, dann ist das so. Ja. Gut, dann haben wir das auch abgearbeitet und wir wollen auch heute ein Thema bringen, was positiv ist. Und zwar sehr, sehr positiv. Das ist die Lufthansa mit ihrem Bordservice. Mehr Auswahl, mehr Unterhaltung. Nachhaltigkeit ist Quatsch. Das ist halt immer, an jedem Dreck versuchen sie jetzt Nachhaltigkeit dran zu klemmern. Ja. Alter, da wäre ich ja porös. Wenn sie wirklich nachhaltig werden wollten, dann sollten sie vielleicht ihr Geschäftsmodell ändern. Dann sollte die Lufthansa eventuell anfangen, was weiß ich, was sie verkaufen sollten. Aber sollten aufhören zu fliegen. So, aber Carsten Spohr macht ja mehr Gewinn, als er je dachte. 15 Euro pro Passagier ist eine krasse Nummer. Bei normalen 5, 6 Euro, die es ja waren früher. Man wollte auf 9 Euro gehen. Aber bevor ich zu dem Thema abdrifte, ich glaube aber auch, dass die Zeiten wieder härter werden, wenn der Wettbewerb da ist, wenn mehr Flugzeuge am Himmel sind, wenn die Leute festgestellt haben, Fliegen zu jedem Preis ist nicht mein Ding. Und jetzt aber zu dir, zu den positiven Sachen. Essen an Bord und so weiter. Wie empfindest du das mit dem Essen an Bord, bei der Ausgabe, bei der Abgabe, wenn die Leute 6 Sachen bestellen können und statt 3 nur an Bord, wenn es vorbestellt ist? Ja, also jetzt aus Arbeitssicht wird es natürlich, sage ich mal, ein bisschen anstrengender und ein bisschen logistisch schon nicht ganz so einfach, wenn dann doch viele Vorbestellungen kommen. Ist halt die Frage, wie das angenommen wird. Aus Passagiersicht finde ich das total cool und total klasse, ja. Du kannst einfach vorab die Sachen auswählen, ne? Vielleicht gibt es etwas Spezielles, was du essen möchtest oder halt eben nicht essen möchtest. Ähm, Wie du sagst, immer alles auf die Nachhaltigkeit zu schieben, finde ich auch schwierig. Ein Aspekt, da bin ich allerdings bei der Airline, ist halt dieses Thema mit diesem Essensverschwendung. Du kannst vielleicht ein bisschen besser kalkulieren, da würde ich dir noch zustimmen. Ähm, so an sich finde ich das auf jeden Fall eine coole Sache. Ich finde das einfach Common Sense, dass man versucht, den Abfall zu vermeiden. Und deshalb verstehe ich auch Fluggesellschaften nicht, die zum Beispiel Flugbegleitern verbieten, das Essen, was für Passagiere ist, was nicht genommen wird, zu essen. Und das gibt es ja angeblich auch. Ich habe da kein Problem mit. Ich bin oft genug in der First Class geflogen. Ich war alleine oder zu zweit. Und wenn ich alleine war und die dann kam Kaviar oder irgendwas, habe ich gesagt, nee, wenn die Dose schon auf hast, verschenk das mal hier unter deinen Freunden der gepflegten Gastlichkeit. Echt? Ich so, ja. Meinungsänderung? Ich so, ein Mann, ein Wort, Frauen duden. Ich esse das nicht. So. Also insofern ist das für mich okay und ich finde es halt wirklich gut, dass die Lufthansa da ein Zeichen setzt, weil lustigerweise hatte ja Emirates am selben Tag auch berichtet, dass sie ihr Essen upgraden und bestellbar machen mit der App, vorbestellbar, aber das, was es gibt. Aber die Lufthansa ist halt den Schritt weitergegangen zu sagen, hey, wir geben nochmal 3 Sondersachen. Und natürlich hat auch jemand in der Sendung gesagt, ich glaube, das war Ronny, der das gesagt hatte, wenn du solche Sachen vorbestellst, kriegst du natürlich auch als erste Hapa, weil Special Meals, in Anführungsstrichen, werden ja als erstes ausgeliefert, richtig? Ja, das ist korrekt. Quasi ein Insider-Trick, wenn man schnell und früh essen will auf der Langstrecke. Ich weiß nicht, wer das war. Irgendjemand hat mal behauptet,
man solle sich keine Special Meals bestellen, weil man die als letztes kriegt. Also bei Lufthansa ist es nicht so. Zumindest Ja, sollte es so nicht sein. ja, was Leute gesagt haben, Special Meal sollte man nicht nehmen, weil man sonst nicht abgegradet wird. Das Das war weiß ich das nicht. Thema. Ja, also wenn du zum Beispiel Business Class sitzt und du hast ein Special Meal, Veggie oder irgendein Quatsch und du wirst dann in die First Class abgegradet, kommst du von der Upgrade-Liste runter, weil du halt Special Meal hast, weil du kannst ja dann halt nicht in der First Class dein Business Class Essen bekommen. Das ist so diese Ja. Geschichte. Und ich bin oft genug in der First Class geflogen, wo ich gesagt habe, du, ich bin diese Woche jetzt das dritte Mal First Class unterwegs. Ich habe keinen Bock auf das Essen. Kannst du mir hinten Gulasch bringen aus der Economy? Das ist lecker. So, und Ja. dann, wie soll ich das denn, wie soll ich das denn hier machen? Ich so ganz einfach, du bringst mir 2 Aluschalen und dann ist gut. Ja, manchmal ist der einfache Weg, also ist einfach das Simple manchmal. Manchmal denkt man über zu viele Ecken und Kanten, aber man mag es kaum glauben, auch es gibt Gäste in der First Class, die sind ganz einfach und ganz simpel. Ja, einer meinte mal zu mir, also man merkt schon, dass sie Hon sind. Ich so, bitte was? Ja, sie trinken ja nur Wasser. Ich so, ja, du, sorry. Also das heißt, die Leute, die wirklich viel fliegen, die machen diesen ganzen Quatsch nicht. Nicht, dass man jetzt, also ich gönne es jedem, der First Class fliegt und dann anfängt, eine Weinprobe durchzuziehen oder sowas. Oder das zelebriert, weil es was Besonderes ist. Aber ähm, der echte Vielflieger, in Anführungsstrichen, der macht sowas nicht mehr. Ist das auch deine Erfahrung? Ja, tatsächlich. Also das merkt man schon an Bord. Also ich muss dazu erwähnen, also wir unterscheiden jetzt nicht oder wir beschweren uns jetzt nicht, wenn jemand irgendwas bestellt oder sich das ganze Programm nimmt, weil dafür hat man bezahlt und das ist von jedem dann auch sein gutes Recht, da alles zu kriegen und sein gutes, so. Aber du merkst schon, dass zum Beispiel Geschäftsreisende, die innerdeutsch auch ganz viel fliegen in der Business, die wollen oftmals gar nichts haben, weil sie das Essen schon kennen. Ähm, über die Qualität möchte ich mich jetzt hier nicht äußern, das sollen bitte unabhängige Leute machen. ähm, ich, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Und da merkst du einfach, die wollen einfach ihre Ruhe haben und sind zufrieden, wenn sie arbeiten können. Und genau das Gleiche ist auf der Langstrecke. Ja, ich bin gerade gedanklich Tasting Heimat am machen. So, äh, Ja. dann haben wir noch ein Thema, bevor wir also das vorletzte Thema, und zwar das ist das Thema, dass es jetzt endlich bei der Swiss auf allen Langstrecken gratis Interweb kriegt zum Chatten und Fotos verschicken. War das so schwer, Freunde der gepflegten Gastlichkeit? Toll, mega, endlich. Also ich habe schon mal gesagt, wenn ich irgendwie zwei Airlines habe oder 3 Airlines habe, die vom Preis recht ähnlich sind, von der Flugzeit auch recht ähnlich sind, dann ist das so ein Faktor, der für mich echt entscheidend wäre. Und selbst wenn du nur so ein bisschen WhatsApp-Messenger-Dienst in Anführungsstrichen nur benutzen kannst, aber hey, immerhin. Und wenn du dann über dem Standard was hinaus haben willst, kannst du ja dafür bezahlen. Ne? Also deswegen, ich finde es so coole Sachen. Also ich finde es eine faire Lösung, weil, sorry, was willst du denn machen auf dem Flug, außer WhatsAppen oder sonstige Sachen? Also insofern ist das alles tippitoppi. Außer einige hatten ja gesagt, sie wollten da Sendepause haben, aber gut, man kann das Handy auch einfach ausstellen, wenn man nicht empfangsbereit sein möchte. Das Ich geht ja wollte dann gerade auch. sagen, ja, es ist. Austaste. Insider-Tipp, Handy hat eine Austaste. Oder man kann einfach auf dem Bildschirm ausmachen. So. Jetzt kommt Ekelparade. Was ist bei dir passiert? Ist bei dir was runtergefallen? Nee, mein Fenster hast du geschlagen vom Wind. Hier ist ein bisschen windig. Ja, hier noch nicht. Hier ist herrlich. Ein kleiner Luftzug. So, auf jeden Fall Keime im Flugzeug. Da ist ja im Prinzip hat uns ja der Fokus aufgrund seiner, ich weiß gar nicht mehr, wie die Zeitung hieß, Kitty Kiki Kukuköcker, auf jeden Fall den Artikel, den sie da abgeklebt, Cookie, glaube ich, war es, Entschuldigung, abgepinnt haben. Die haben halt 6 Todeszonen im Flugzeug ausgemacht, wo wir alle eigentlich von Glück reden müssen, dass wir überhaupt noch unter den Lebenden sind. Und ich meine,
Wer hätte das gedacht, dass es Keime auf der Toilette gibt? Wer hätte gedacht, dass der Toilettengriff, also der Türgriff an der Toilette ist? Wer hätte gedacht, dass der Tisch vorne oder die Tasche jetzt kein Hort der, nennen wir es einfach wie es ist, Krankenhaushygiene entsprechend sind. Es ist ja kein OP, weil wir erinnern uns ja, dass die Lufthansa mehrfach gesagt hat, man wäre ja so clean wie ein OP-Saal, also was die Luft angeht, mit diesem komischen, wie heißt das Ding nochmal, mit dem Filter. HEPA. HEPA-Filter, genau. Ist das für dich eine Neuigkeit? Nee, also die Toilette ist der letzte Ort, den ich im Flugzeug freiwillig aufsuchen würde. Tipp Nummer 1 an alle, die da draußen sind. Bitte tut mir einen Gefallen. Bitte zieht euch Schuhe an, wenn ihr auf Toilette geht. So, Ich wusste, dass ich das kann kommt. es nicht sehen. Ich kann es einfach nicht ertragen, wenn ich die Leute da sehe, die auf Socken ist das eine. Da gibt es aber noch die Steigerung. Und da fällt mir meine Thermoskanne aus der Hand, ja. Also das ist an Ekligkeit nicht zu überbieten. Und dann soll mir bitte keiner erzählen, was es da für Todeszonen auf der Toilette gibt und wie abartig das ist. Ja, das sind dann ein kleines Beispiel, Boarding. Jetzt mal unabhängig, du hast vielleicht ein Connecting Flight, alles gut, aber Boarding, und das erlebe ich in 8 von 10 Fällen, die Leute kommen rein, das Erste, was sie machen, ist auf Toilette gehen. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich würde im Flugzeug nie freiwillig auf die Toilette gehen. Ernsthaft nicht. Wenn ich nicht müsste. So. Also, ja. Also, Tipp, desinfiziert euch die Hände, wascht euch die Hände nach dem Toilettengang, ja. Gerade im Flugzeug sehe ich auch ganz oft, machen viele Leute nicht. Ist halt. Aber, Disclaimer, meine Wenigkeit und tausende andere Kolleginnen und Kollegen fliegen sehr viel mit dem Flugzeug und auch Vielflieger. Es haben bisher fast alle überlebt und ich glaube nicht, dass es so viele Todesfälle aufgrund von bakteriellen Keimen auf Flugzeugtoiletten gibt. Bin ich absolut konform. Das einzige, absolut konform oder d'accord oder wie auch immer. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass es an den Sitzen am Gang ist. Da hatte ich nicht dran gedacht, aber das würde ja auch heißen, dann oben an der Bin, weil viele sich ja an der Bin entlang schubbern. Aber ich möchte nicht wissen, wie so ein Ding bei McDonald's oder sonst wo an den Tischen ist, wenn die Leute da auch auf die Toiletten gehen. Richtig. Ich denke, dass die Quote der Leute, die sich die Hände waschen auf Toilette, erschreckend niedrig ist. Jo. Ich würde sagen, jeder S-Bahn-Knopf zum Tür aufmachen ist viel gefährlicher an Bakterienkeimen als tatsächlich so eine Flugzeugtoilette, weil eine Flugzeugtoilette wird zwar sporadisch gereinigt, aber sie wird tatsächlich in Anführungsstrichen gereinigt und tatsächlich auch an vielen Destinationen dann auch mit in Putzmitteln, also das riecht man ja dann auch, so ist es nicht, ne? Klar, es ist halt immer noch eine Toilette, darf man nicht vergessen, und da sind viele Menschen drauf, aber ja. Was ich auch natürlich, Hotelzimmer dasselbe. Also da wird ja mit einem Lappen das Scheißhaus, die Dusche und alles einmal durchgewischt im Zweifelsfall. Also das sollte man sich einfach mal gedanklich da machen und nicht, also ich kenne Haushalte bei meiner Tante, die hat für jede Oberfläche einen anderen Lappen, nicht nur in der Form und der Farbe, sondern auch in der Beschaffenheit, weil das eine kann Mikrofaser ab, das andere muss Veleda-Wischtuch haben. Ich habe keinen Vertrag mit Veleda oder sonst was. Also das gibt es auch. Der typisch deutsche Haushalt ist im Flugzeug nicht vorzufinden, um es mal so zu formulieren. Und im Hotel sowieso nicht. Gut, damit haben wir die Themen heute abgearbeitet und können jetzt die Frage des Tages nochmal einblenden. Und die Frage des Tages möchte ich euch nochmal ins Gedächtnis rufen. Und zwar, hattet ihr jeweils schon mal das Gefühl, dass ihr von diesem Gepäckmess, ich weiß nicht, wie man das Ding nennen soll, beschissen werdet? Hattet ihr mal das Gefühl, dass das Ding, was am Counter steht, zum Beispiel bei Lufthansa, dass das eventuell andere Maße sind als das, was erlaubt ist und im Zweifelsfall sogar kleiner? Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber diese Idee hatte ich nicht.
Ich bin mal gespannt, was die Leute dazu sagen. Da werden wir jetzt mal investigativ drauf eingehen, ne, Freddy? Ja, so Gut, schaut's aus. dann du bist bereit. Dann sagen wir Hallo Stadtbär, Grüße nach Berlin, Grüße Andrea Ahlert nach Berlin. Frank mit dem geilen Spiel von gestern kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich weiß gerade nicht, worum es geht. Weißt du, worum es geht, Frank? Wer hat das geschrieben? Stadtbär hat das geschrieben. Frank mit dem geilen Spiel. Aber ich glaube, Frank ist Frank aus Bremen. Ach so, ja, dann hat das nichts. Ich dachte, er meint jetzt das Fortuna-Spiel. Nee. Also, Nee. Dann Hallo Thomas, Hallo Tore. Manchmal kommt die Auflösung später, weil die Reihenfolge bei mir, je nachdem wie früh die Leute schreiben, etwas verwirrt ist. ja. Hier ist es. Das kann ich aus deiner Sicht gut nachvollziehen, aber es ist noch nichts entschieden. Wir wissen nicht, worum es geht. Das ist wahrscheinlich ein Insider zwischen den beiden. Vielleicht ist das ein Rätsel, was wir lösen müssen. Ja, deshalb. So, von mir hat noch niemand verlangt, dass ich mein Handgepäck in ein Messgestell packe. Mein Trolley hat 55 mal 40 mal 20 und damit habe ich nirgendwo Probleme. Natürlich achte ich auch aufs Gewicht. Ja, das ist ja gut, wenn du aufs Gewicht achtest, aber alles, was über 8 Kilo ist, auch wenn du darauf geachtet hast, ist zu viel. So, hier, jetzt doch. Und zwar hat Frank geschrieben, Moin zusammen aus Bremen und Grüße und Gratulation an Freddy. War gestern Abend ein geiles Spiel, weiter so. War doch mit der Fortuna. Zweite Halbzeit. Erste Halbzeit war äußerst langweilig. Zweite Halbzeit war dann wirklich cool. Und die letzten 10 Minuten, wer das Frank hat das, glaube ich, geschrieben, wer war das? Ja, Frank. Die letzten 10 Minuten sensationell. Kommt übrigens auch ein Video von mir online, dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Wir werden Freddys Kanal auch promoten. Du musst mir den Link nur schnell auf WhatsApp schicken, dann kann ich den schnell, oder du kannst ihn ja auch in den Chat reinschmeißen. Ich glaube, den Namen kenne ich, glaube ich, mittlerweile. Alles gut, kein Stress. Kurve des Westens als Stichwort. F95 Kurve des Westens. Damit sollte man ihn finden. Hallo Venture X, Kanalmitgliedschaft nicht vergessen. Hallo Ronny. Hallo Sven. Hallo Matthias, Grüße nach Wusterhausen. Ich war gerade etwas irritiert, aber Wusterhausen ist ja das, wo man die Leute verklagt hat. Das ist ja das Gericht quasi von dem Flughafen, wenn man da so ein Problem hat. Ne? Dann, hallo Jörg, hallo Roland, Grüße nach Cebu, Kanalmitgliedschaft. Hallo Guido, super LH-Deal, ist der Preis Hin- und Rückflug? Nein, der Preis ist Return. Nein, ist natürlich Hin- und Rückflug. Sonst hätte ich darauf extra hingewiesen, dass das ein Baustein ist. Grüße nach Österreich an Herrn Hansen. Aber es klingt eher so nach Hamburg Hansen. Ne, Herr Bin ich Hansen? übrigens nächste Woche in Hamburg. Freue ich mich auch. Ist nächste Woche in Hamburg irgendein Stammtisch oder so, zufälligerweise? Nein, aber wir können einen für dich einführen. Wer sich mit Freddy treffen will, machen wir einen Freddy-Stammtisch. Ich werde wahrscheinlich nicht einfliegen aufgrund der Einfuhrbestimmungen. Aber ansonsten... Ich hatte aber eine Anfrage für einen Hamburger Stammtisch. Also insofern, wir können das direkt machen. Freddy ist so leise. Ich hoffe, wir haben das gelöst. Sind diese Boxen nicht ein bisschen größer als die angegebenen Maße? Ja, anscheinend nicht. Dann hast du einen Fan für deinen Hoodie. Ist wirklich ein sehr schöner Hoodie. Sehr schöner Hoodie. Limitierte Auflage. Gefühlsecht, pergenoppt. Sowas von. Hier innen schön noch, hier schön mit Futter, ne? Passt sich auch meiner Figur an, ne? Okay, aber weißt du, wie viel Polyester dafür gestorben ist? Ja, ich habe schon lange keinen Polyester mehr in der freien Wildbahn gesehen und selbst in Zoos findest du sie nicht mehr, weil die wirklich am Aussterben bedroht sind. Na, wie viel Polyester ist drin? Ich weiß es nicht. Ja, ich guck nachher mal nach. Auflösung kommt nächstes Mal. Auch was hinten drauf steht, wird es vielleicht irgendwann mal auf dem Stammtisch geben. Guido hat noch nie so ein Gestell benutzt. Ach, warte, wollen wir mal hier nicht sein? Was machst du denn jetzt? Machst du dich nackig hier gerade oder was? Ja, selbstverständlich. So. Soll ich dich hier ausblenden? Ich muss dich aus Jugendschutzgründen musst du einmal hier raus. Hier. Nein, ich hab doch da drunter mein T-Shirt an. Alles gut. Okay. So, Dann schauen wir mal. Ich muss noch mit meinen wunderschönen neuen Haaren
ein wenig vorsichtig sein. So, So, was schauen wir steht mal, wo hinten steht drauf? sowas immer drauf? Drin irgendwo oder was, ne? Da ist meistens entweder hinten im Nacken oder an der Seite. Ja, da ist es auf jeden Fall nicht. So, jetzt kommt die bittere Wahrheit. Und zwar, aha. Da steht tatsächlich nichts zu. Ah, nee, andere Seite. Entschuldigung. Ja. Oh, das ist sogar recycelt, ja? Recycelt Polyester. Wahrscheinlich so viel wie nur geht. Ja, Made wahrscheinlich. in Bangladesch. Oh, das ist ja geil, das ist ja unheimlich cool. Was natürlich auch spannend ist an der Geschichte, ist natürlich zu sagen, wenn du das so machst wie bei Hesburger in Finnland, da steht drauf, ich war vorher mal eine Flasche oder so ein Quatsch. Ja, manche sind auch dann trotzdem noch eine. Richtig, mit Flasche voll und Flasche leer und so, ne? Ja. War das Die nicht Frage war ja, Trapattoni? was steht hier auf meinem wunderschönen Hoodie drauf? Also vorne Ah, ist ja. erstmal Lufthansa, bekommen auch nur Lufthanseaten, ja. Hier wo ist er denn? Das ist immer schwierig hier mit dem Spiegelverkehr, mit der Kamera. Lufthansa-Logo und auf der Rückseite ganz getreu dem Motto We take care, oder? Müsste ja sein, genau. We take off to take care, so. Ja, das ist natürlich unheimlich. Aber das ist auch so, wenn du nicht lang genug bist, dann ist das unter der Gürtellinie, ne? Stimmt, ja. Ah ja, stimmt. Ja. Achtung, Wortwitz. Habe ich jetzt ein bisschen gebraucht, aber richtig, ja. So. Ihr, wenn ich weiß, dass meine Gepäckmaßen passen, würde ich wohl nachmessen. Ja, aber das ist halt so, dass das Ding entweder ist rein und dann kann es mit, oder wenn nicht rein, dann wird abgenommen. So einfach ist das. Ich habe es circa 3-mal probiert, mein Trolley passte rein, obwohl meine 25 statt dort damals 23 angegeben hat. Habe dann einen anderen mit 20 probiert, der passte nicht. Gott sei Dank flog ich nicht damit. Okay. Tore, ich gehe zum Gate, wenn Boarding beginnt, und ich gehe dann direkt durch, sodass keiner mein Gepäck in Augenschein nimmt und anfängt, was zu wiegen. Ja, oder dich anfängt zu duzen. Jetzt weiß ich aber nicht, was schlimmer ist, ob wenn Tore geduzt wird oder wenn das Gepäck gewogen wird. Nur so Ich fand die Story geil, die du erzählt hattest, glaube ich, auf einem Flug, wo die Kollegin dann einfach zu euch in die Sitzreihe kam und dann das Nee, Bild zu machen. er saß in der Business, ich saß in der Economy. Ich bin ja Horn, ich habe kein Geld für Business Class, sorry. Also, Und da wurde halt geduzt. Ja, weiß ich nicht. Ja, aber wie gesagt, ich denke mal, wenn Anita nicht in dem Alter gewesen wäre, sondern Anita wäre 25 gewesen, blond, 90, 60, 90. Und das ist nicht die Schuhgröße. Dann wäre das wohl bei ihm anders gewesen. Vielleicht hättest du nach der Nummer fragen sollen. Ich weiß es nicht genau. Ronny fliegt weder Spirit noch Frontier. Das ist richtig. Das würde ich auch nicht empfehlen. This is our world. Hallo, bezüglich der neuen Qualifying Points für 2024. Qualifying Points erhalten wir ja nicht von United. Avianca, was passiert, wenn ich Lufthansa buche, aber der Flug sagt operated by United? Dann gibt es trotzdem diese Punkte, aber sie zählen halt nicht zum Hon. Und das andere, ganz wichtig ist, wenn du Fragen dazu hast, kannst du gerne über den Link, der unten ist, oder über die Telefonnummer, Freddy, du musst die Finger hochheben, du bist ja jetzt über die Nummer, genau, eine WhatsApp, dann kann ich dir ein Consulting, dann können wir das alles besprechen und wie du deinen Status nächstes Jahr hältst. So, Günther beschwert sich, ja, übrigens Kanalmitgliedschaft, auch für Günther und auch für This is Our World. Günther schreibt, heute nur ein TikToker vom Start eines LH-Langstreckenflugs komplett live gestreamt, wie dumm die Jugend hat gar keinen Respekt mehr vor den simplen Regeln, Hauptsache Klicks generieren. Stürzt ein Flugzeug ab. TikToker aus der Crew oder Passagier? Ich gehe davon aus, dass das Passagier war, weil Crew wird das nicht machen, weil du ja quasi direkt Fresse kriegst, aber ich habe auch Crew schon gesehen, die mit dem Handy sind, aber ich wollte gerade sagen, es gibt alles. Es gibt nichts, alles, was es nicht. Richtig, aber die Frage ist natürlich, passiert was mit dem Flugzeug? Also das ist ja das Gleiche, wenn irgendwo eine Emergency Landing ist und die Leute filmen das dabei, während sie irgendwie ein brennendes Triebwerk haben und
ja, also, ja, so what. Ich kann es in dem Moment nicht ändern. Also das Flugzeug selber, da passiert gar nichts. Die Flugzeuge sind alle verkapselt. Es gibt ältere Modelle, die haben da sicherlich noch Probleme, aber da sind die Instrumente mittlerweile auch nachgerüstet worden, dass sie auch verkapselt sind nach innen und nach außen. Es gab ja mal diese 5G-Problematik in den USA bei einigen Flugzeugen und dann aber nur, wenn die ein Cut 3, glaube ich, machen mussten, also wirklich, wo sie mit Instrumentenlandungen machen. Und dann kann es unter Umständen passieren, wenn zu viele Telefone an sind, also nicht 1 oder 2 oder 3, aber wenn zu viele an sind, dass dann der Precision Approach halt nicht mehr Precision ist und dann hast du halt deine Schwelle nicht und das wäre uncool. Wobei du aber immer noch deine Decision Altitude hast, also das heißt, auch wenn du mit einer Low Visibility reinkommst und alles und eine Cut 3B Landung machst, musst du, glaube ich, in 100 Meter die Landebahn sehen, sonst musst du abbrechen. Also man wird dann schon sehen, dass man dann daneben ist oder sowas. Aber das ist der Grund, warum man bei solchen Sachen verstärkte Ansagen hat, dass man das nicht machen sollte. Ansonsten interessiert es kein Schwein, ehrlicherweise. Ich habe einen Kumpel, mit dem bin ich bei der Auer öfters geflogen und der hat auch im Final noch zu Hause angerufen und gesagt, du, ich lande in 5 Minuten und bin dann in 30 Minuten zu Hause. Guck, das Essen auf dem Tisch steht. Also, wenn das Ja, der FO kann ich macht, so alles. bestätigen. Ja. Roland ist derselben Meinung wie Freddy, dass so etwas ganz extrem selten vorkommt mit der Tür. Das wievielte Mal passiert das bisher ganz genau? 7 bis 8 Stunden war die Antwort für New York. Genau. Dann Stadtbär, Messgestellen nicht zu trauen, habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, aber falls ich demnächst bei Eurowings Echo fliege, nehme ich einmal einen kleinen Zollstock mit. Thomas sagt, wenn mir jemand das Ohr abkaut, fliegt mir das Blech weg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Ab Oktober, sagte Guido, sieht man Freddy auch mal auf einem Stammtisch. Ja, man sieht Freddy in Hamburg auf dem Stammtisch nächste Woche. Termin wird nur im Kanalchat bekannt gegeben für die Premium-Mitglieder. Nein, wir müssen mal gucken. Also das Problem bei Freddy ist halt mit seinen Dienstplänen, dass da halt, ja, wie ist denn das jetzt mit den Dienstplänen? Die Piloten haben sich ja geeinigt, außer mit dem Thema PPV. Ihr habt das aber als Cabin Crew nicht so ganz so toll wie die Piloten, ne? Also ihr habt schon Inwiefern? etwas. Also was genau? Also die Planbarkeit, das kann schon manchmal so sein, dass gewisse Dinge halt einfach passieren. Ja, das kommt auch auf die Airline drauf an. Also das ist Kabine und Cockpit-seitig jetzt nicht ganz so unterschiedlich tatsächlich. Bei Lufthansa ist es tatsächlich von der Planbarkeit her super, super, super schwierig im Vergleich zu anderen Airlines. Weil bei Lufthansa kann dir teilweise dein kompletter Plan rausgenommen und neu gemacht werden, als Beispiel. Bei den meisten Airlines, wenn du krank bist, du hast eine Kette, du kommst wieder, steigst dann in deine ursprüngliche Kette ein. Bei Lufthansa bekommst du einen komplett neuen Plan, auch wenn du nur einen Tag krank bist, ja, als Beispiel. Also das ist schon, ja, sehr, sehr schwierig. Wir können Freddy natürlich dafür einplanen, dass er im März nach Tallinn kommt zum Event. Da müssen wir dann natürlich gucken. Aber das wäre dann von Freitag. Muss oft Tage nehmen, ist halt so. Muss jetzt halt im März sagen, ist nicht. Aber ich werde sicher bestimmt mal irgendwann mal auf dem Stammtisch sein. Wohne in Düsseldorf, ich bin sehr viel in Frankfurt logischerweise, München sehr viel, also in Europa viel unterwegs. Vielleicht gibt es da Zufälle, dass da mal zeitgleich ein Stammtisch ist. 16.8. 16.8. Freddy. Wo? 16.8. wo? Frankfurt. Und wir haben auch noch einen zweiten Frankfurt-Termin. Den habe ich auch schon scharf geschaltet. Und das ist, ich muss gerade mal laden, es lädt vor sich hin. Und zwar, da muss ich immer auf Appointment Types und Aviation Stammtisch in Francoforte. Und zwar haben wir in Frankfurt, Frankfurt ist voll. In Frankfurt haben wir nur noch Warteliste. Und wir haben dann am 17. November haben wir nochmal Frankfurt.
Allerdings wird das ein bisschen anders sein, als da werden wir nicht auf den Turm gehen. Und da haben wir auch schon 5 Anmeldungen. Das heißt also, von den 5 Anmeldungen sind nur quasi 5 frei, nur damit ihr es wisst. So, den Link kann ich übrigens auch nochmal einstellen, damit man das auch sieht. Copy. Und wo haben wir es? Hier. Das ist der Link, wo ihr alle Stammtische seht und euch anmelden könnt. So, dann, Freddy kommt natürlich außerhalb des Kontingents. Ist ja klar, wenn Freddy sagt, er kommt nach Frankfurt, dann ist es halt so, dass wir da natürlich Platz machen. Denn Platz ist in der kleinsten Hütte. Und so groß bin ich ja auch. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Also wenn ich mich neben dich stelle, dann könnte ich mich zwar mal fast zweimal. Du weißt ja, anderthalb. im Schatten wächst nichts. Ja. Das ist so. So, 2000 Meilen aus das Ohr abkauen lassen und dafür gibt es nur einen Apfel vom Tasting Heimat. Nein, danke. Dann Jörg, ich kenne das als heiße Betankung bei der Armee, aber ohne Flamme. Tesla gibt es jetzt auch als Verbrenner. E-Auto ist wie Tanzen ohne Musik. Jetzt weiß man auch, warum das verdammte Gulasch aus der Echo zu Ende war. Ja, das passiert. Also ich hatte damals bei IKEA immer Special Meal, bin aber trotzdem oft abgegradet worden, bin dann gefragt worden, ob ich mein bestelltes Essen will oder ein anderes. Wir redeten von Lufthansa, aber das ist gut, dass das passiert ist, dass das nicht nur... Vielleicht ist das ja auch wieder so ein Urban Myth, wie das so schön heißt. So, bei uns hier im Raum Dedorf ist es gerade sehr windig. Ja, ihr seid ja quasi Nachbarn, wobei Guido wohnt ja auf der richtigen Seite in Neuss, ne? Das ist aber dann nicht mehr Düsseldorf. Ja, das hat er auch nicht verstanden. Was hast du eigentlich mit deiner richtigen und falschen Seite? Es gibt nur die eine richtige Seite und das ist da, wo ich wohne. Ja? Das kannst du ja auch so... Listen, jeder hat das Recht auf eine falsche Meinung. Da ist so, also wir leben in einer Demokratie und ich habe da kein Problem mit sozialen Randgruppen. Guido meint ja auch, dass er quasi in Ostniederlande ist oder Osthalland. Ja, das stimmt, da hat er recht. So, Matthias hatte mal in der Besprechung auf Flugmodus gestellt, weil ich nicht gestört werden wollte und vergessen, dass WLAN noch aktiv war und dass auch WLAN-Call habe. Ja, das ist natürlich... Ja. Ich wusste gar nicht, dass man das sogar unabhängig davon anmachen kann. Wieder was. Ja. Wer ohne Desinfektionstücher in den Flieger einsteigt, ist selber schuld. Matthias sagt, Fliegen ist ungefährlich, oben geblieben ist noch keiner. Das ist richtig. Außer die Challenger. Richtig, und hier geblieben auch keiner. Wobei die Challenger ist ja immer ein Versuchsflugzeug, also ein Versuchsding gewesen. Das ist ja nie zugelassen worden, so, wenn man ehrlich ist. Das ist ja immer so. Echt? Wirklich? Wusste ich gar nicht. Ja, aber du kannst sowas ja nicht wirklich zulassen. Also ist ja auch das ist eigentlich auch ein humorloser Witz von mir. Also, ja. Auch die komische, das Ding da, was da auf dem Weg zur Titanic, das ist ja auch nicht zugelassen gewesen, weil es an internationalen Gewässern interessiert kein Schwein. So, vielleicht finden es manche interessanter oder cooler, auf dem Flieger des WCs aufzusuchen als am Gate oder in der Lounge. Ja, nee, ehrlicherweise immer schön in der Lounge. Aber Freddy hat gerade noch einen Geistesblitz, den möchte ich nicht stoppen. Es kommt aufs Flugzeug drauf an. Wenn ich so an den A340-600 denke, ne, wenn du dann auf deinem Scheißhaus ein schönes Fenster hast, ne, hat was. Leider nur nicht die richtige Richtung, aber da könnte ich schon Zeit verbringen. Ja, also, das ist Entertainment, sag ich dir ganz ehrlich, bei einem schönen Sonnenaufgang oder Untergang. Ich sage ganz bewusst nichts, weil ich möchte, dass das einfach auf die Leute jetzt wirkt. Ja, es tut mir leid, ich habe halt viel Zeit im Flugzeug ab und zu. Ja, man muss halt auch mal, weiß nicht. Ja, ist halt. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die bei Emirates in der First Class barfuß auf Klo gehen, weil da im 380er auf dem Wohnklo, weil das ist ja quasi, ich meine, es gibt ja Leute, die leben ja in kleinen Apartments, als da die Toilette auf 380er ist.
die ist ja beheizt, ne? Also es ist ja mal lecker warm an den Füßen. So, na jetzt geht der nächste, schön. Flugzeuge sind die unhygienischsten Orte und aufgrund meiner früheren Arbeit weiß ich, dass der Lappen vom Klo auch für die Sitze benutzt wird. Bei mir findet das Desinfektionsmittel regen Gebrauch. So, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, ich habe euch gewarnt. Fragt auch Und gerne bei der Crew nach. Wir haben Riesenboxen noch mit Desinfektionstüchern. Die geben wir sehr gerne raus, weil wir wissen sowieso da nicht viel damit anzufangen. Also fragt gerne bei der Crew nach, die geben das gerne ab. Nee, wirklich, wir haben da so viel mit, können wir eigentlich gar nicht alle loswerden. ich fand das so geil, als ich mit Lufthansa geflogen bin. Und dann sagte die so, ach, du hast ja die Lufthansa-Gesichtsmasken. Ich so, ja, von 3M. Und dann sagt sie so, ich bin letztens an der Box vorbeigekommen, da habe ich eine Handvoll mitgenommen. Soll ich dir welche geben? Ich habe zu viel. Ich so, ja, kannst du immer geben, weil die kosten im Laden sonst 6 Euro. Habe ich gesagt, hier komm, gib mal her, gib mal zu Papa. Da habe ich dann quasi ich will den Namen jetzt nicht nennen. So, dann, was gar nicht zur Sprache kam, ist das Fenster und der Griff dazu, die sind immer sehr schmutzig. Ja, das ist richtig, aber Ja. Freunde, euer Handy hat auch diese Keime bis zum Erbrechen, mehr als ihr glaubt. Nur so als Hinweis. Wer da jetzt mit dem Desinfektionstuch rumläuft, sollte das mit seinem Handy auch machen. HACCP-konform sind nur wenige Reinigungsdienste, ob nun Hotel oder Flugzeug. Ja, ich glaube, die kosten Geld. Genau, es ging um F95 versus Hertha. Also wer ist Hertha? F95 oder Hertha? Freddy, du bist mir nach wie vor ein sympathischer Zeitgenosse. Vielen lieben Dank, freut mich sehr zu hören. Kannst du mal auch was über mich sagen, Herr Stadtbär, oder was? Also Urs, was ist mit dir denn los? Im Unglaublich. Gegensatz zu dir beleidige ich deine Zuschauer nicht durch. Das ist Bei mir richtig. Erfahrung und Liebe. Und da muss ich jetzt noch sagen, wer diese Sendung zweimal geschaut hat und kein Mitglied jetzt ist, beziehungsweise zumindest nicht abonniert hat, dann haben wir Beef. Das ist eure Beleidigung, die ihr euch verdient habt. Unglaublich. Gucken, ohne zu abonnieren und Glocke anzumachen und zu liken, zu kommentieren. Also unglaublich. Und schon haben wir wieder einen verloren. Aber erst nachdem du gesprochen hast. Natürlich. Und das ist auch besser so. Nein, ich brauche jeden. Deshalb kenne ich ja auch meine Zuschauer persönlich. So, früher war es eine Wasserflasche und jetzt Freddys Hoodie. Ja. Tore wird aus der Situation lernen. Das ist sehr gut. Wir können ja mal einen Stammtisch im Flieger machen, wenn Freddy an Bord ist. Ja, wir müssen das mal machen, wenn Freddy aber nicht arbeitet. Ein Stammtisch, nee, wir müssen noch den Stammtisch machen, wo Mario auf dem Golfplatz für uns eine grillt. Ja, das haben wir ja gemacht. Da war ich leider nicht da und Mario war leider, glaube ich, traurigerweise nur mit seiner Familie alleine da. Das war aber, glaube ich, so geplant. Du hast doch Connection zur Lufthansa. Frag mal an, ihr kommt alle zur Basis und dann zeige ich uns unsere Basis. Das ist cool, ne? Das mache ich, dann lade ich euch alle ein, dann kommt ihr zur Basis. Dann gehen wir noch in den Sim so ein bisschen, ein paar Sim-Stunden machen. Ist klar, weil im Moment, das ist ja das Problem, im Moment kriegt keine, ich wollte ja mit den Leuten in einen Full Flight Cabin Simulator gehen. Es gibt keine Zeit, die Dinger werden 24 Stunden durchgebucht. Es gibt Leute, die sind von nachts 3 oder 4 oder immer noch da und müssen da machen. Die Dinger laufen durch. TFC-Käufer, da haben die teilweise wirklich nachts um 1, 2, 3 Uhr haben die ihre Trainingssession, das ist echt krass. Guido ist aber am Herd groß geworden. Ne, im Herd, Entschuldigung, nicht am Herd, in Herd groß geworden. Kennst du das? Ja, das ist Düsseldorf, stimmt, ja. Cool. Ja. Cool. Übrigens, das ist nochmal der Link. Da findet ihr alle Stammtische. Und wenn ihr euch in den Stammtisch anmeldet, kann es passieren, dass Freddy kurzfristig sagt, ich bin dabei. So, geht weiter. Jörg hat Kopfkino. Bezogen auf? Grundsätzlich, bei ihm geht ja alles durch. Also er hat da ja... Aber wie gesagt, Österreich, ne? Marillenschnaps, Mozartkugeln. Gibt es sonst noch was wir mit Österreich verbinden, außer
Schnitzel. Wiener Schnitt, genau, Wiener Schnitzel. Hier Kaiserschmarrn? Kaiserschmarrn und wie heißt das andere, was wir machen mit Vanillesoße drauf? Ja. Dampfnudeln? Heißt das nicht Dampfnudeln oder was auch immer? Apfelstrudel gibt's noch. Apfelstrudel gibt es auch noch, genau. So, ich bin ja froh, dass keine Polyester für die LH sterben mussten. Vermutlich wurden Klobrillen aus Flugzeugtoiletten recycelt. Das ist wahrscheinlich. Ich war vorher für den Arsch. Heute bin ich knapp Ihr daneben. glaubt gar nicht, wie teuer diese Klobrillen teilweise sind, weil sie lizenziert sind. Ne? Teilweise bis zu 10.000 Euro. Ist kein Witz. Dollar. Kein Witz, wirklich. Nur weil das lizenziert ist, nur weil da drauf steht für die Luftfahrt-Approved. Das ist Wahnsinn. Nee, ich lache gerade Alles nur, muss weil ich approved gerade sein. dachte, du redest von deinem Hoodie. So, Fliegen ist wirklich ungefährlich. Das Gefährlichste am Fliegen ist erwiesenermaßen die Autofahrt zum Airport. Genau, und zurück. Hertha ist eine Wurst. Ja. Äh, Dem Lars seine Beleidigungen sind im Service inkludiert. Das ist richtig. Wer Kanalmitgliedschaft hat, hat das Recht, beleidigt zu werden. Und er kann sich auch bei mir unter der Nummer, Freddy, du musst die Hand einmal kurz heben, den Finger, zu jeder Tages- und Nachtzeit einmal kostenfrei pro Tag durchbeleidigen lassen. Ich kann auch das als Klingelton verschicken, wenn jemand das haben möchte. Stammtisch in einer Lounge wäre cool. Wenn, dann würden wir das nur für Kanalmitglieder machen. Also Stefan, jetzt Kanalmitglied werden. Und dann würde ich Freddy mit in die FCT nehmen. Und dann würden wir da schön einen essen. Upcycling beherrschst du, ne? Du Natürlich. bist vom Fach. Du Ich bist bin, vom Fach. ich bin Schuhfachverkäuferin. Entschuldige mal bitte, ich bin trainiert bei meiner Mutter. Oder wie das immer heißen mag. Das war heute wieder eine sehr unterhaltsame und lehrreiche Sendung mit Freddy. Wieso war? Wir sind doch noch nicht am Ende, Freunde der Nacht. Also unglaublich. Jörg möchte Schweinebraten. Germknödel war's. Danke, Matthias. Danke, danke, Tore. Jetzt sind wir am Ende der Sendung. Ich Oh, wir haben bedanke auch- mich, lieber Frank. Sehr nett. Wirklich, sehr nett. Ach so, ja, ich wollte das jetzt gar nicht abklemmen. Warte, ich mache das nochmal wieder rein hier. Frank, das war heute wieder eine sehr unterhaltsame und lehrreiche Sendung mit Freddy. Ich bedanke mich recht herzlich. Du bist jetzt im Vollbild, jetzt kannst du nochmal bedanken. Mit Kopfnicken und so. Ich bedanke mich recht herzlich mit allem, was ich habe. Vielen Dank. So. Ich habe das nur mal wieder wirken lassen auf die Leute. Aber bevor wir hier komplett durchdrehen und die Sendung machen, muss ich euch ehrlicherweise sagen, es war ein Fest. Ich hatte mich gefreut. Ich freue mich auch auf Stammtisch, ich freue mich auf Freddy, ich freue mich auf Matthias, sag ich schon, auf Mario. Weißt du, kaum hast du jemanden 2 Wochen nicht in der Sendung gehabt, hast den Namen schon verdrängt. Ne? Mario, selber schuld an dieser Stelle, selber schuld. Schaut er zu? Grüße, falls er zuschaut. Hallo Mario. Ja, er schaut zu, weil er schickt mir dann immer eine WhatsApp-Nachricht oder er schreibt auch Antworten in den Text rein. Also er kommentiert, wenn er das nachgeschaut hat, zum Beweis, zur Dokumentation. Sauerei, mir schreibt er nie. Mir schreibt er, ich kriege nie Feedback von ihm. Nie. Blond, 90, 60, 90. Hast du noch Fragen, Freddy? So, nachdem wir das alles geklärt haben, danke ich euch, dass ihr heute dabei wart. Ich danke Freddy, dass er dabei war. Er dankt euch Ich danke. auch. Ich danke. Es war wieder lustig. Wir haben auch wieder Stammtische vorbereitet. Wir haben im März Tallinn-Stammtisch. Das Datum, wenn ihr auf den Link gegangen seid, das stimmt noch nicht ganz. Wir werden es 1 oder 2 Wochen wahrscheinlich vorziehen, weil das Ostern ist. Ich wusste gar nicht, dass Ostern im März ist. Aber nun gut. Was habe ich noch Ist auch zu jedes sagen? Jahr wann an. Ja, vor allem, ich meine, ich mal mir schon seit vielen Jahren die Eier nicht mehr an. Das brennt doch immer so. Auf jeden Fall, besonders die blaue Farbe, nur das für... So. Also, ich danke euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Freddy lacht wissend. Und ja, also in dem Sinne, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen und
genießt jetzt das Outro wieder. Wir winken jetzt noch ein bisschen.